Pfusch-Ratgeber präsentiert die MZ-Tour. Kapitel 3: Das Nordkap. Durch die Ausfälle haben wir ziemlich viel Zeit verloren. Aber dadurch, dass jetzt eigentlich alle Baustellen behoben sind, schauen wir zuversichtlich nach vorne. So, wir sind jetzt hier wieder mal an der Tankstelle. Wir werden hier vermutlich gleich tanken und ja, der Grund eigentlich, warum wir angehalten haben, ist, dass uns aufgefallen ist, dass die Mutter von der Motorhalterung, von dem Motordämpfer, ist die Mutter ab und das Blech, was davor war. Also wir haben noch eine große Unterlegscheibe da. Die Schweißnaht scheint gehalten zu haben. Sieht schon mal gut aus. Ja, aber wir leihen uns jetzt hier eine Mutter aus und ja, befestigen wir das, tanken. Ja, und dann fahren wir weiter. Da steht unser Motorrad. Genau da. Ich weiß jetzt nicht so, ob man das sieht. Aha, machen. Die jetzt in die Hosentasche stecken. Aha. Die Mutter für die Motorlagerung haben wir in einem alten Container gefunden. Und auch wenn wir statt des Sicherungsblechs nur eine große Unterlegscheibe hatten, hoffen wir, dass der Motor jetzt hält. Sind ja so, Delfin-Shows sind ja nicht mehr so gewöhnlich, jetzt haben wir Hohn-Shows. Die hoch, Mama, richtig hoch. Ah, meine Rippe. Nein, das ist alles kaputt. Heute haben wir 400 Kilometer geschafft und das ganz ohne größere Zwischenfälle. Denn bis auf gelegentlich auftretende Leistungsverluste an der ETZ haben wir heute nur zum Tanken und Essen angehalten. Wir suchen immer noch nach dem Problem,
warum Leistungsverlust hat. Es könnte sein, dass wir es ausgefunden haben. Nicht ein sehr spektakuläres Experiment. So 3-4 Sekunden. Aber eben habe ich meine Haare verloren, weil es einfach geisteskrank explodiert ist. Eben hat er einfach geisteskrank seine Haare richtig schön weggemacht und seine Augenbrauen. Hier in Ulu, das ist hier Meer. Wunderschön. Das ist hier Meer. So. Fahren noch Leute mit Rollern rum. Mit denen haben wir uns sehr gut angefreundet auf jeden Fall. Wir haben ihn einfach nur ausgelacht und sie zeigt uns einfach einen Stinkefinger so. Hallo. Wir haben ja immer noch nicht so viel Leistung so. Mal wieder den Vergaser geöffnet und mal wieder mit überzeugender Qualität zu tun gehabt. Wir haben jetzt noch einen Schwimmer in so einem richtig ranzigen alten Drecksvergaser, der da irgendwo drin ist. In Ulu war ein riesiges Streetfood-Festival mit den besten Kulinaritäten aus allen Ländern der Welt. Nach 2 Wochen Nudeln konnten wir dem nicht widerstehen und haben uns bis zum Anschlag vollgefressen und auch noch Wegzehrung eingepackt. So langsam nähern wir uns dem Polarkreis. Bemerkbar macht sich das nicht nur durch das kältere Klima, den Rentieren und der Tatsache, dass es immer länger hell bleibt, sondern auch durch das Sinken der Bevölkerungsdichte und den damit einhergehenden Mangel an Tankstellen. Zum Glück haben wir vorgesorgt und einen Kanister eingepackt. Ohne den wäre es hier das ein oder andere Mal sehr problematisch geworden. Also wir stehen gerade hier irgendwo im Nirgendwo. Wir sind schon seit, weiß ich nicht, 60, 70 Kilometer gefühlt nicht mehr durch irgendein Dorf gekommen. Also wir haben ab und zu mal eine Scheune am Straßenrand gesehen so. Also ich weiß nicht, wann die nächste Tankstelle kommen soll. Dass wir noch 10 Liter Tankreserve haben. Ich würde gerade sagen, also ohne den Kanister wären wir, glaube ich, wirklich aufgeschmissen. Der nächste Ort ist in 65 Kilometern. Ich würde gerade sagen, wenn wir das sehen. Auf jeden Fall, ja, kann das sein, dass wir, das Ritzel nicht mehr... Das Ritzel hat Zähne geputzt. Das Ritzel hat aber absolut sich die Zähne geputzt mit Säure, Alter. Die sind nämlich jetzt wahrscheinlich... Ja, ist wahrscheinlich kein Ritzel mehr, sondern ein Rad, so langsam. Ja, das wird witzig. Wir haben schon am Anfang die ganze Zeit gedacht, dass es das Kettenrad ist hinten, was die ganze Zeit überspringt. Ich meine, läuft zwar auch langsam ein bisschen spitz zu und so, aber das geht noch. Ja, und jetzt ist uns aufgefallen, dass die Schläge halt von vorne kommen. Das geht eigentlich noch, oder? Sieht eigentlich okay aus. So schlimm sieht es doch gar nicht aus. Die Kette ist halt nicht ganz gespannt, aber der Witz ist, die rutscht irgendwie die ganze Zeit. Ja, Ritzel ging eigentlich. Wir haben jetzt die Kette nochmal gestrafft. Machen jetzt gerade den Seitendeckel wieder dran. Ja, und dann fahren wir weiter. Dass es nachts nicht mehr so richtig dunkel wird, kommt uns sehr zugute. Wir starten immer viel zu spät und fahren dann bis in die Nacht. Aber mit einem hellen Horizont macht das sogar echt Spaß. Ja, also wir suchen uns jetzt hier ganz entspannten Schlafplatz. An so einem, ja, man erkennt absolut nichts, dann wahrscheinlich erst morgen früh, an so einem See. Ja, und ich wollte jetzt hier anhalten, wollte einen Leerlauf reinmachen. Gut, wie man sieht, ist der Leerlauf. Was? Der Kopf ist schon wieder komplett kaputt. Ist der Schalthebel einfach abgefallen eben. Oh, egal, machen wir morgen früh, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir bauen jetzt hier noch ganz entspannt das Zelt hier hin.
Ja, und dann gehen wir erstmal pennen. So, also hier steht unser Zelt von gestern Abend mit den Motorrädern. Hier ist der See, den ich erwähnt hatte. Und direkt hier ist noch eine schöne Brücke. Wir haben uns jetzt schon fertig gemacht. Meister da vorne will den ganzen Spaß jetzt noch mal kurz abtauchen, um zu gucken, ob das tief genug ist. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Jetzt komm nur. Und du nicht springst. So, ja, ich muss jetzt nochmal. Also ist ja drüben beim Gepäckträger ist ja schon was weggebrochen. Die Halterung hier. Die haben wir hier mit dem Restspanngurt, der abgerissen ist, gefixiert. Und jetzt ist hier drüben bei dem Gepäckträger auch noch die Halterung abgerissen. Und da haben wir das auch noch wieder so mit Paragurt einfach fixiert, weil, ja, hilft schon. Was willst du machen? Ein bisschen Schwund ist immer, das passt schon. Ja, genau, einfach ein bisschen draufdrücken und hoffen, dass das Wrack nicht auseinanderfällt. Passt schon, alles gut. Es hält schon, hält schon. Lustige Sache, das hier ist ein Flugplatz, der bei Bedarf genutzt wird. Ansonsten ist er Teil der Bundesstraße. Lappland ist abwechslungsreicher als erwartet. Gut, zugegeben, wir haben vor Antritt der Fahrt nie recherchiert, was eigentlich auf uns zukommt. Aber als wir auf einmal durch ein kleines Gebirge fahren und uns sogar oberhalb der Baumgrenze befinden, sind wir erstaunt und dankbar für diese Abwechslung zugleich. Wir sind jetzt irgendwo in Finnland, kurz vor Norwegen. Und der Anfänger hat wieder seinen Scheiß Benzinern aufgelassen. Aber es ist auch jedes Mal dasselbe. Die letzten 2 Wochen lässt jedes Mal den Scheiß Benzinern auf. Wirklich, wie kann man denn nur so sein? Mann, ey, das ist wirklich traurig. Ja, wir fahren heute jetzt noch ein Stündchen ungefähr. Vielleicht 1,5, wie wir lustig sind. Oder wie lange der Akku von meinem Handy noch hält, damit ich Serie schauen kann. Oh, und nochmal. Was ist denn los? Wir sind gerade hier so ganz gemütlich am Fahren gewesen. Auf einmal richtig aus dem Nichts ist einfach die Karre ausgegangen, weil hinter der Sicherung das Kontaktkabel von der Batterie einfach abgebrochen ist. Ja, Meister Propper baut den Kran jetzt hier wieder zusammen und dann geht das auch schon weiter. Ich meine, du hast zwar keine Klatze, ne?
Aber das ist ja auch nicht so schlimm. ...450 Kilometer sind wir heute gefahren. Und bis auf das abgerissene Kabel ist nichts passiert. Nochmal, also wir haben jetzt hier unser Nachtlager aufgebaut. Das ist ungefähr 340 Kilometer vom Nordkap. Noch in Finnland. Wir machen jetzt hier, macht nur jetzt schon unser Essen warm. Heute gibt es so Mischgemüse mit Reis. Ja, an so einem Fluss. Und jetzt werde ich noch mal kurz mit der Drohne hochgehen. Und dann werdet ihr jetzt hier gleich noch mal einen Drohnen-Edit sehen. In der Planungsphase dieser Tour lag der Fokus auf der Ausstattung der Fahrzeuge und wie wir diese beladen. Bis auf das Nordkap als Hauptziel haben wir die Route vorher nicht festgelegt. Die Übernachtungsplätze suchen wir meistens erst dann, wenn wir merken, dass wir schlafen wollen. Manchmal haben wir Glück und manchmal nicht. Heute haben wir einen wunderschönen Spot gefunden, um unser Zelt aufzubauen. Also wie man sieht, zusammengepackt ist alles schon. Wir biegen jetzt noch mal kurz die Schwinge um, weil wir das jetzt einfach regelmäßig machen, damit das Rad nicht immer schief fährt. Ja, und dann geht's auch schon los. Heute starten wir motiviert in den Tag, denn heute wollen wir endlich das Nordkap erreichen. Auch die Streckenführung verspricht gut zu werden. Wir starten mit einer regelrechten Achterbahnfahrt und erreichen nach ungefähr einer Stunde Norwegen. Und ab jetzt ist die Landschaft einfach nur noch atemberaubend schön. Heute sind wir knapp 500 Kilometer gefahren. Bis auf kalte Hände und Füße gab es nichts, was uns hätte aufhalten können. Ja, wir haben jetzt hier noch mal ein bisschen Holz geholt fürs Abendessen. Da hinten von dem ja, irgendwas Ortsschild, was weiß ich. Ja, ich werde jetzt gleich noch mal kurz den Akku wechseln und dann ja, fahren wir weiter. Am späten Nachmittag erreichen wir das Nordkap. Hinter uns liegen 3500 Kilometer. Nach dem Unfall in Polen hat quasi niemand geglaubt, dass wir das schaffen. Aber hier sind wir.
Also hier haben wir gestern gepennt, auf dem Parkplatz am Nordkap, da stehen die Bikes. Ja, und jetzt latschen wir zum nördlichsten Punkt. Es ist vielleicht ein bisschen windig, aber wie ihr sehen könnt, ist da so das offizielle Nordkap. Und hier ist so der nördlichste Punkt des Festlands von Europa. Jodeln die irgendwas. Unseren Sticker verewigt. Wir werden uns dann noch in das Buch da eintragen. Knallhart nasse Füße. Wir haben einen fetten Brocken Käse. Ja, also mit dem Erzählen musst du noch mal üben, also ich glaube, da bin ich ja da ein bisschen... Digga, ich bin so dumm, ich mache erstmal ein scheiß Video von denen. Ich wollte ein scheiß Bild machen, Mann! Also, wir sind jetzt hier ein bisschen weiter gelaufen und ich glaube, wir sind irgendwie ein bisschen vom Weg abgekommen. Also man sieht das jetzt nicht so ganz wahrscheinlich, also da unten laufen die ganzen anderen lang und unser Weg, ich weiß nicht, der hat uns irgendwie hier hochgeführt. Wir sind halt irgendwie vom Weg abgekommen, weil der Profi hier mal wieder eine Abkürzung kennt. Steht da drüber, an der Hüfte hoch, wie eine junge Gazelle, Junge. Natürlich kommen wir da hoch. Wann haben wir jeweils für so eine Aufgabe gekniffen? So, also... Wir sind jetzt wieder unten, wir waren ja da oben und wir haben es irgendwie wieder geschafft, von der Abkürzung auf den richtigen Weg zu kommen. Ja, jetzt müssen wir einfach nur noch da hoch und dann nochmal gefühlt über 20 Berge laufen und dann sind wir quasi auch schon wieder da. Also es ist halt auch schon gar nicht mehr so weit, es sind halt nur noch 12 Kilometer, von daher, ja, entspannt. Ja, also jetzt ist hier das richtige Nordkap. Ich werde jetzt natürlich nochmal davor gehen. Wie man sieht, das ist da unten. Da ist der nördlichste Punkt, da ist, wo wir vorhin waren. Da sind wir ja da und dann da so hochgelaufen. Ja, die anderen beiden mit den Motorrädern stehen vorne. Ich werde jetzt nochmal ganz gemütlich vorlaufen. Und dann ja, pennen wir eine Nacht noch hier vorne bei den Zelten. Die sind ja nicht direkt hier, die sind ja vorne bei den Parkplätzen oder bei dem Parkplatz, wie auch immer. Ja, und dann werden wir morgen wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich morgen werden wir dann die Rücktour antreten, ja, und schauen, was uns da so erwartet, weil uns gerade aufgefallen ist, dass entweder die Kette, hinten das Kettenrad oder irgendwie hinten das Kugellager am Rad, irgendwas knirscht absolut fett. Und ja, das hört sich so an, als würde das nicht mehr sehr lang durchhalten und wir sind mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir dann quasi wieder den nächsten Ausfall haben. Aber ich habe es schon auf meinem Handy gefilmt, aber ich filme jetzt auch nochmal hier, wie sich die Kette anhört von dem Motorrad. Die ist nämlich geistkrank im Arsch. An Tag 2 am Nordkap waren wir ins Gas Walk essen. Das kleine Restaurant Daniels Hütte ist wirklich einen Besuch wert. Wir hatten erst die Befürchtung, mit unserem Aussehen keinen Platz zu bekommen. Aber die Herzlichkeit, mit der wir empfangen wurden, und das Essen waren einfach unvergesslich. Vielen Dank für diesen schönen Abend. Ja, also wir hatten ja gestern ein paar Probleme mit dem Rad hinten und wir haben das jetzt mal ausgebaut und da ist uns aufgefallen, dass sich das Lager hinten etwas aufgelöst hat. Du musst näher ran, damit man das Sieht man das? Weiß ich nicht. Ja, genau. Es ist jetzt ein mächtiger Lagersalat. Die eine Lagerschale hat sehr ordentlich da drin gehangen. Wir mussten hier unter massivster Gewalt jetzt mit, ja, hier aus dem Ratschenkasten, zum Beispiel der 24er Nuss, die hat jetzt hier ordentlich gelitten. Haben wir das rausgetrümmert. Ja, hier sind noch die anderen restlichen Teile von dem Lager. Also wie man sieht, geht die Sonne schon wieder unter. Wir haben unseren Tag jetzt nochmal, unseren Aufenthalt am Nordkap um einen Tag verlängert. Noah hat jetzt hier, er hat die Lager bekommen.
die richtige Größe, also das ist tatsächlich so eine relative Einheitsgröße und deswegen hatte ja in der nächsten Stadt, die jetzt hier irgendwie 50 oder 40 Kilometer weg war, haben die ja, diese Lager gehabt, hat die jetzt schon eingebaut. Und da der Reifen hier auch schon ziemlich durch ist, wie man hier sieht, ich mach's mal hier, der ist jetzt hier schon wieder absolut im Eimer, das Profil ist schon wieder komplett unten. Ja, werden wir jetzt wieder den Crossreifen draufziehen und ja, dann werden wir das Hinterrad wieder da einbauen. Ja, also wir mussten ja noch mal einen Tag verlängern. Wir haben jetzt angefangen hier schon die ganzen Sachen zu packen. Ja, hoffen wir, dass wir heute mal ja, loskommen, dass es wieder irgendwas ist. Wir haben jetzt hier auf das Hinterrad gleich nochmal diesen anderen Mantel drauf gemacht. Diesmal hat sich nur auf den nächsten Unfall vorbereitet. Er hat sich hier den alten Mantel phänomenal hat er sich reingezwängt und er hat sich hier gut mit dem Müll gepolstert. Also es geht, das ganze Frack ist einfach voller Müll. Ja, die stecken wir auch noch hier mit rein, das passt schon. Reine breit. So, mach den Lappen drüber und dann ist das alles fertig. Siehst du? Einwandfrei. Schon kann die Party losgehen. Abfahrt. Auf in Richtung Heimat. Naja, zumindest so in etwa. Schließlich warten noch über 3200 Kilometer auf uns. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say, highs and lows, highs and lows. Der Tag ist kalt und neblig gestartet. Doch als sich am Nachmittag die Sonne zeigt, verbessert sich auch gleich die Stimmung. Ja, wir sind halt wieder an der Tankstelle. Wir haben jetzt hier nochmal nach dem Profil geschaut. Ja, das Profil ist jetzt auch nicht mehr so vorhanden. Also, es ist noch da, man sieht es noch. Aber sagen wir so, die letzten 100 Kilometer hat er sehr rasant abgebaut. Also das wird vermutlich auch nicht mehr allzu lange halten. Ab jetzt suchen wir in jeder größeren Ansiedlung nach Schrottplätzen und Reifenhändlern. Doch fündig werden wir leider nicht. Und so muss der Crossmantel weiter herhalten. ...400 Kilometer sind wir heute gefahren. Und auch wenn wir Angst um das Hinterrad haben, gab es ansonsten nichts, weshalb wir anhalten mussten. So, wir sind jetzt hier wieder am Zusammenpacken. Wir müssen halt langsam aufpassen, weil, ja, gut, Vorderrad hat zwar noch Profil, aber das nimmt auch so langsam ab. Aber Hinterrad, naja, der Crossreifen ist schon fast komplett runter. Der ist auch schon so gut wie durch. Also hier drüben ist schon kein Profil mehr, nur noch auf der Seite so ein bisschen, weil das Rad ja ein bisschen schräg steht. Aber ja, gut, ich meine, wir haben noch den da, den kriegen wir halt aber nicht draufgezogen mit den Hebeln. Den haben die ja gerade so mit der Maschine runtergekriegt, beziehungsweise drauf, weil das halt so ein anderer ist. Und die hätten wir halt zur Not noch mal so ein paar Kilometerchen drauf, aber der ist ja auch nicht mehr so der Wahnsinn. Deswegen gucken wir, dass wir heute vielleicht mal so langsam ja, wieder ein paar Mäntel kriegen. Trotz aller Bemühungen haben wir keine neuen Mäntel vor Ort gefunden. Aber eine andere Lösung. Dazu später mehr.
Trotz allem haben wir knapp 300 Kilometer hinter uns gebracht und einen wunderschönen Platz zum Schlafen gefunden. So wie man sehen kann, ist dieses Feuer nicht an. Und wenn ihr jetzt zu faul seid, das normal anzupusten, haben wir da eine alternative Methode für euch, die wir euch jetzt mal kurz zeigen möchten. Ron, walte deines Amtes. Aber absolut gerne. Und schon habt ihr ein schönes Feuer. Geht ganz einfach. So, also wir haben jetzt hinterher alles fertig gepackt. Wir fahren jetzt weiter in die nächstgrößere Stadt am Meer. Ich kenne den Namen jetzt nicht, aber da wir ja immer noch dieses Mantelproblem haben, hat Noah eleganterweise gestern während der Fahrt bei AKF 2 Mäntel bestellt in diese Stadt zu irgendeiner Poststation. Ja, und da stand halt Lieferung 1 bis 4 Tage oder so. Wird wahrscheinlich eher länger dauern als kürzer. Ja, und jetzt werden wir halt schauen, dass wir noch mit den Mänteln in die Stadt kommen. Wird halt schon ziemlich knapp, weil es sind halt noch knapp 280 Kilometer oder 270. Und die Mäntel sehen nicht mehr so aus, als würden die das noch durchhalten. Aber sagen wir so, sobald wir in der Stadt angekommen ist, schaffen wir es auch. Aber ja gut, bis dahin hoffen wir erstmal, dass nicht während der Fahrt irgendwie ein Reifen platzt. Wir reizen auch das letzte bisschen Mantel aus und beginnen, die Kilometer bis Töre zu zählen. Doch je weniger Kilometer, desto weniger Mantel. Nur so eine kleine Dokumentation Kannst du mal meine Eier nehmen? der aktuellen Reifensituation. Wir müssen noch 130 Kilometer fahren Wenn du nicht hältst, kann ich nicht raus. und wir haben hier schon diese Abriebstellen auf dem Slick. Und hier sieht man schon Oh, mein Rücken. das Gewebe des Reifens. Ja, stimmt, da sieht man das wirklich. Unscharf, dein Gesicht ist unscharf. Vielleicht ist die scheiß Linse einfach wieder dreckig, weil ich da drauf gekackt habe während des Falkens. So, was wir auch mal festhalten können ist, warum zur Hölle Claras Moped einigermaßen sauber geblieben ist überall. Außer dem Vergaser. Dieser Vergaser ist, dreckiger als deine Lunge. Wir schaffen noch 35 Kilometer, dann halten wir an. Denn jetzt ist es Wie soweit. man sieht man gar nichts. Was man auch nicht mehr sieht, ist Reifen auf diesem Profil. Profil auf diesem Reifen. Ja. Hier sind schon so einige Stellen. Ja,
7 oder 8 Stellen sind es, glaube ich. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, für die letzten paar 80 Kilometer sind sie dann noch, bis dahin, wo die Reifen kommen, den alten noch mal drauf zu machen, den alten Mantel, der sieht wesentlich besser noch aus. Noch. Ja. Raus. Das geht. Ganz entspannt. Hier schön raus. Ja. Hier, wie man sieht, hat es auch funktioniert. Nur auf der Seite von dem Scheißrad kriegt man den Rotz da nicht raus. Mit aller Gewalt probieren wir das jetzt hier. Wir machen auch schon den Wheel Dance, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Wie zur Hölle kann dieser Mantel so fett? Das scheiß rechtliche Rad macht gleich den Arsch hoch, aber nicht dieser Mantel. Digga, wir können es mit einem Panzer da drauf schießen und das würde halten. Ich schwöre dir. Ey, wenn das jetzt bei Clara funktioniert, dann werde ich so hart aggressiv. Funktioniert nicht. Wärmetrick. Drauf, hebelst den ganzen Spaß jetzt drüben runter. Komm, oder? Soll ich nochmal hin? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ich werde jetzt mit sehr viel roher Gewalt probieren, das Ding da rein zu stopfen. Also ich habe noch eine Option, warte kurz. Hammer auf Gummi zu hauen ist sehr effektiv. Okay. Ich will das ins Felgenbett ziehen, deswegen ziehe ich halt hier drüben erst, dass ich so reinziehe. Das geht aber einfach nicht. 1 Millimeter da weg. Das kann doch nicht sein. Das ist ein Mist. Das ist mit Schlitzschraubendreher und Hammer. Mit Hammer und Meißel. Hammer und Meißel. Ich hab's doch vorher ausgesagt. Das geht nicht, oder? Wallah, ich schwöre. Das passiert was. Wallah, ich schwöre, ich hab... Nein, die Line kann ich jetzt nicht droppen. Oh, ich mies Lust drauf hätte. Wie ein Steinmetzprofi. Oh, es ist jetzt raus, ne? Es ist nicht wirklich rausgetreten. Nee! Warum hat er so lang da dran geklebt? Heilige Scheiße! Warum auf einmal so einfach halt auch? Weißt du, was ich meine? Nee. Naja, gut. Dann schreiten wir jetzt mal mit Rat und Tat weiter voran. So, nächster Morgen. Wir haben jetzt schon gefrühstückt und sind gerade dabei. Also wir haben den anderen Mantel jetzt schon abgemacht. Wir machen jetzt hier wieder auf die andere Felge drauf. Wenn man hier drauf drückt, das fühlt sich wirklich... Also man merkt, dass da halt einfach absolut keine Substanz mehr ist. Also das kannst du hier einfach... Das Geist ist enorm. Ah, wie schnell, Digga. Sorry, was tun sie da? Ah, sie pumpen ihren Reifen auf, okay. Ich dachte schon kurz. Hinterrad aus und wieder einbauen ist uns mittlerweile ins Blut übergegangen. Wir stehen hier in Schweden und wir haben mal wieder das Problem, dass wenn man angehalten hat, dass die Kupplung dann einfach random sich verkeilt und nicht greift. Und Ron präsentiert bitte die effektivste Methode. Das Wetter heute ist einfach nur widerlich. Und nach einem weiteren Mal, dass uns der Tank kurz vor der Zapfsäule leer gelaufen ist, entscheiden wir, erstmal im Trockenen zu warten. Also wir sind jetzt hier an der Tanke angekommen, haben jetzt auch schon... Ach, die Kamera ist wieder komplett versifft. Ja. Haben jetzt hier uns unter so Dings hier untergestellt. Unter dem Vordach von der Tanke, also es ist... Ja. Und da es ja ein bisschen regnet, nicht dolle, aber wir halt absolut keinen Zeitdruck haben, weil wir sind jetzt 20 Kilometer vor der Stadt, wo wir, wo die Mäntel hinkommen.
und die wahrscheinlich erst in 2-3 Tagen da ankommen, ja, haben wir uns entschieden, einfach jetzt hier uns nochmal hinzuchillen, weil wir eh Zeit haben und es hier trocken ist. Und ja, weiß ich nicht, werden jetzt hier ein bisschen Zeit totschlagen. Soweit hier vertrieben, dass wir einfach ja, uns unter dem Dach jetzt hier eingerichtet haben. Und jetzt einfach die Isomatten und Schlafsäcke so hingelegt. Dann so links und rechts die Motorräder hingestellt. So, wir haben jetzt hier an der Tankstelle schon wieder angefangen, jetzt alles ja, zu packen. Warte, ich kann ja mal auf die Uhr schauen. Ja genau, es ist jetzt halt schon wieder 16:40 Uhr. Gut, es ist diesmal wirklich ein bisschen später als die anderen Tage geworden, aber wir müssen heute auch nur 20 Kilometer fahren, weil die Mäntel kommen in Töre an. Gut, das Straßenschild da vorne sieht man jetzt nicht. Ja, das ist halt nur noch 19 oder 20 Kilometer von hier entfernt. Und da die Mäntel halt noch nicht da sind, aber sie sind immerhin schon in Schweden angekommen, ja, haben wir halt beschlossen, den ganz entspannten zu machen. Und ja, während die anderen dann dahin fahren, werde ich ganz gemütlich einfach dahin joggen, die 20 Kilometer. Wird halt ein bisschen dauern, aber da wir die Zeit eh haben, habe ich mir gedacht, ich nehme mir die Zeit. Und ja, dann sehen wir uns gleich in Töre, beziehungsweise vorher nochmal kurz auf der Piste, wenn die Heinis dran denken, die Kamera nochmal kurz anzuschmeißen. Wir nutzen die Wartezeit für Urlaub, schauen uns das kleine Städtchen an und entspannen. Auch kulinarische Highlights bleiben nicht aus. Jeden Abend gibt es selbstgefangenen Fisch, den wir über dem Feuer zubereiten. So, also haben wir jetzt hier das Paket von AKF bekommen mit den neuen Mänteln. Ich werde jetzt anfangen, ja, ich baue jetzt wahrscheinlich erstmal Seitenwagenrad aus. Ja, und werde da erstmal den Mantel wechseln und dann werde ich den ganzen Spaß auch hinten auf dem Rad machen. Und ja, gut, wir waren jetzt schon 3 Tage hier. Das heißt, ja, dass wir morgen weiterfahren werden. Und so langsam müssen wir uns ranhalten da mit dem Fahren, weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben, bis wir zu Hause sein müssen. Und wir haben noch 2200 Kilometer ungefähr zu machen. Und ja, deswegen müssen wir dann so langsam anfangen durchzufahren. Weil wir haben jetzt noch knapp ja, 8-9 Tage, die wir jetzt ja, Zeit haben, um wieder nach Hause zu kommen. Wir haben das Hinterrad schon gepflegt. Vom Seitenwagen das Rad haben wir nicht wieder drauf, weil sehr phänomenal haben wir jetzt 1, 2, 3 Schläuche kaputt gemacht. Auch mit ja, Flicken drauf und so alles drum und dran. Bis zum geht nicht mehr. Und ja, jetzt machen wir den Mantel hier nochmal runter, wie man schießt. So, jetzt kannst du den Hebel doch umsetzen, oder? Das Problem ist, die sind noch so steif. Eigentlich kannst du doch, geht doch. Es geht. Es muss beim Reinhebeln passieren, aber es kann doch nicht sein, dass dieser verkackte Kackschlauch immer an derselben Scheißstelle den Schaden bekommt. Machen wir mal ganz viel Panzertape da innen rein. Und dann, ja. Hoffen wir, dass es hält. Ja. Ich hole nochmal das andere Felgen. So. Felgenband ist jetzt erweitert. Wir haben jetzt hier noch einen Schlauch, den hatten wir schon mal drin. Ist eigentlich 2 Zoll größer. Der hat hier einen kleinen Schaden beim Ausbauen genommen. Ist geflickt. Und wird auch jetzt hoffentlich halten. Ich blende jetzt mal hier oder hier so eine Abstimmung ein, ob der Reifen kaputt ist oder nicht. Könnt ihr ja gerne mal entscheiden, ob da jetzt ein Loch drin sein wird oder nicht. Ich tendiere persönlich zu ja.
Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe 5 Millionen Mal jetzt schon so einen scheiß Reifen aus. Ich habe das ja gestern. Gestern habe ich ja angefangen. Gestern habe ich das schon 4-mal gemacht oder so. Junge! Wir hätten ein Stethoskop mitnehmen sollen. Deine Mom hat doch safe noch welche übrig. Natürlich. Das ist der klassische Hörtest. Wir müssen erstmal 600 Meter zur Tanke vorlaufen, um das mit richtiger Luft voll zu machen. Und wir sind sehr... Du meinst, weil hier nur falsche Luft rauskommt? Ja, wir sind sehr erpicht darauf, erst zu erfahren, dass wir ein Loch haben, bevor wir vorgehen. Ich höre gar nichts. Du bist ja auch taub. So, also wir haben jetzt hier, wie man sieht, alles zusammengepackt. Und ja, und wie man an der Zeit sieht, haben wir es auch geschafft, pünktlich loszukommen, wie immer. Also heute haben wir uns selbst übertroffen. Das war wirklich phänomenal. Na, jetzt haben wir immerhin noch ein bisschen Zeit zum Fahren, dadurch, dass wir so früh loskommen. Nein, ich bin mit deinen